Hallo, heute ist Samstag, der 30. Januar 2021. Weiter geht's mit dem Thema toxische Maskulinität, was mich und euch nun schon seit ein paar Monaten verfolgt. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet keine schlechten Träume deswegen. In meinen Analysevideos habe ich ja nun am eigenen Beispiel erläutert, welche Hintergründe und Vorgänge so am Werk sein könnten, damit Menschen Überzeugungen aus dem Reich der toxischen Maskulinität entwickeln. Und in den letzten Videos habe ich dann versucht, diese theoretischen Voraussetzungen in allgemeine Weltanschauungen rückzuübersetzen und mir dabei auch angeschaut, warum sich das Ganze so an der Geschlechtlichkeit abarbeitet. Natürlich können meine Darstellungen nicht als allgemeingültig betrachtet werden. Nicht jede betreffende Person hat diese Ansichten und bei nicht allen, die sie haben, begründet sich zwingend alles genauso, wie ich es beschreibe. Aber wir werden heute wieder mal alte, längst überholte Vorstellungen von Frau und Mann zum Zuge kommen lassen. Aber die heute lebenden Menschen sind mit diesen Vorstellungen teilweise noch aufgewachsen. Also hat sie das zwangsläufig auch geprägt. Achtung, Triggerwarnung. Es werden heute wieder Formulierungen fallen, die als Entwertung und emotionaler Missbrauch gewertet werden können. Diese Aussichten entsprechen übrigens nicht meinen Überzeugungen. Ja, manches, was ich so erzähle, muss ich leider mit Entsetzen auch bei mir selbst beobachten, aber manches sehe ich auch eher bei anderen. Mir geht's halt darum, die Sicht auf die Dinge aus einer ganz bestimmten Perspektive darzulegen. Und diese Perspektive kann düster sein. Schaut also bitte nur weiter, wenn ihr euch das auch zutraut. Und wie immer der kleine Crashkurs am Anfang. Toxische Maskulinität erkennt man meiner Ansicht nach daran, dass die Leute ständig alle möglichen Dinge gendern in männlich und weiblich, also auch Dinge, die mit Geschlechtlichkeit gar nichts zu tun haben, wie Musikgeschmack, Berufe, was es zum Mittagessen gegeben hat und wie man sich bewegt. Und zweites Merkmal, alles in der weiblichen Kategorie wird als irgendwie weniger hochwertig angesehen als das in der männlichen Kategorie. Die männlichen Dinge, das sind die mit dem höheren Schwierigkeitsgrad. Dinge, auf die es ankommt. Das Weibliche ist hingegen nicht so relevant oder wird eher belächelt. Etwas abstrakter formuliert finden wir in der Kategorie der Männlichkeit Tugenden wie Stärke, Schweigsamkeit, Distanz und so weiter. In der weiblichen Kategorie finden sich dagegen Emotionalität, Beredsamkeit, Unterordnung etc. Heißt also in der direkten Gegenüberstellung, Stärke ist höherwertiger als Schwäche. Rationalität höherwertiger als Emotionen und so weiter und so weiter. Dieses Herabblicken auf die weiblichen Tugenden kann sich sogar in einen regelrechten Hass auf das Weibliche und auf Frauen generell auswachsen. Insbesondere wenn es um Sexismus gegen Frauen geht, kann es sein, dass betreffende Menschen völlig eigene Interpretationen haben, in der Art: Der Mann ist es, der eigentlich sexistisch diskriminiert wird. Frauen haben nämlich eine Reihe Privilegien inne, derer sie sich nur nicht bewusst sind. Das Privileg der Schwäche, das Privileg der Fürsorge, das Privileg des Schutzes und heute ende ich mit dem Privileg der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit hat einen schlechten Ruf dieser Tage. Dabei ist es eigentlich ein menschliches Grundbedürfnis, gerade am Anfang unseres Lebens. Die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen spiegelt einem Kind, dass es überhaupt da ist, dass es gesehen wird. Durch die Augen der anderen erkennen wir uns erst selbst, sagt man ja auch. Folglich können diejenigen, die nicht gesehen werden, auch gar nicht richtig erkennen, wer sie eigentlich sind. Nun habe ich in den vergangenen Videoteilen ja schon mehrfach beschrieben, dass diese alte stereotype Geschlechtererziehung Jungs die Rolle des Tapferen zusprach. Diese sollten nicht verzärtelt werden, sondern sich gefälligst zusammenreißen. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. Versagen und Herumgewinsel gilt nicht nur bei Jungs als makelhafter Charakterzug, sondern auch bei erwachsenen Männern. Weil man umgeben ist von lauter Vollidioten, Ignoranten, Dummköpfen und feigen Hunden. Ohne Mumm und Männerherz, ohne Fantasie, ohne Format. Ein paar vollgefressene Fettsäcke, erbärmliche Schlappschwänze. Wenn Jungs also wollten, dass Erwachsene sich ihnen zuwendeten und diese auch mal ansahen, hatten sie schlechte Erfolgschancen, wenn sie das über den Weg der Schwäche und der emotionalen Bedürftigkeit versuchten. In dem Fall wurden sie ja nur ermahnt, sich nicht so anzustellen, oder sie wurden sogar direkt dafür ausgelacht. Sie mussten sich also auf andere Weise Aufmerksamkeit beschaffen. Eine andere Rolle nämlich stand den Jungs offen, die wiederum den braven Mädchen versperrt war, nämlich die Rolle des Störenfrieds und des Angreifers. Sie konnten nämlich stattdessen Unruhe stiften, andere Kinder ärgern, Sachen kaputt machen oder einfach laut herumbrüllen, um von den Erwachsenen auch mal wahrgenommen zu werden. Danach waren diese zwar böse mit ihnen, aber das ist immer noch besser, als komplett von ihnen ignoriert zu werden. Den Jungs wurde solches Verhalten zumindest früher nachgesehen, weil
Naja, so sind Jungs nun mal. Wenn ihr Bedürfnis nach Nähe nicht anerkannt und nicht erfüllt wurde, dann war das Ausagieren von Aggression eben ein Weg, um sich etwas zwischenmenschlicher Anteilnahme zu verschaffen. Aggression ist ja auch eine wirksame Waffe gegen Ohnmacht und versprüht dabei diesen Reiz des Ungezähmten, Urtümlichen. Spannende Wesenszüge also, die ja auch mit Männlichkeit assoziiert werden. Ein guter Einstiegspunkt also, um dem eigenen Wesenskern auf den Grund zu gehen. Denn dieser dürfte nicht allzu weit entwickelt sein, wenn die Jungs nie wirklich gesehen worden sind für die, die sie waren. Sowas reißt schließlich eine tiefe Wunde in die Seele. The middle children of history, man. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Das wahre Selbst nennt man das ja auch, diese unverformte Wahrheit hinter der Maske. Mädchen hatten da einfach von Anfang an einen Vorteil. Ihnen wurde mehr Fürsorge geschenkt. Sie wurden auch mal liebevoll in den Arm genommen und ermuntert, sich ihren Kummer von der Seele zu sprechen. Sie wurden auch in ihren schwachen Seiten von den Erwachsenen gesehen und bestätigt. Männer hatten dagegen kaum Rollenvorbilder, um zu lernen, wie das geht. Im schlimmsten Falle lernten sie von ihren Vorbildern nur, wie man alle Wut in sich hineinfrisst und dann alle Kraft aufwendet, um die dort irgendwie einzusperren. Ich betrink mich ja auch nicht jeden Samstag in den Haus. Eine andere Möglichkeit, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, besteht darin, andere Menschen mit etwas zu verblüffen oder zu beeindrucken. Eine gute Tat, für die der Junge vom Vater einen anerkennenden Schulterklopfer erhält, vielleicht weil er sich bei der Gartenarbeit geholfen hat. Eine persönliche Stärke, für die er Sympathie von anderen erhält, beispielsweise indem er als Witzeerzähler oder Klassenclown die Leute zum Lachen bringt. Eine mutige Tat, für die er von seinen Klassenkameraden ehrfürchtig angestaunt wird, zum Beispiel, weil er sich auf das Grundstück eines gefürchteten Nachbarn geschlichen hat, oder auch einfach der Besitz von irgendetwas Tollem, wofür er beneidet wird. Seien es hippe Sneakers oder im späteren Leben vielleicht auffällige Luxusautos oder auch einfach nur der Erfolg bei attraktiven Frauen. Was immer es ist, womit er dafür sorgt, dass Menschen ihn zur Kenntnis nehmen, es sind Dinge, die er sich erarbeiten muss. Mädchen und Frauen bekommen also Aufmerksamkeit allein aufgrund dessen, was sie sind, zumindest solange sie jung sind. Jungs und Männer bekommen ihre Aufmerksamkeit allerdings für das, was sie leisten, was sie können und was sie erreicht haben. Von beiden Strategien ist die erstere Strategie diejenige, die keine Anstrengung erfordert. Allein durch ihr Sein ist den Mädchen ihre Aufmerksamkeit ja sicher und die Gerissenen schlagen daraus ihren Profit. Sie führen in Schulzeiten die soziale Hierarchie an, machen Karriere im Erotikgeschäft, heiraten als Golddigger in eine reiche Familie ein oder genießen es einfach, sich von Jungs umwerben und auf Händen tragen zu lassen. Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money? It's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. Oh, Lorelei. Der Weg der Männer ist der anstrengendere, unbequemere. Sie müssen hart dafür arbeiten, um bewundert oder beachtet zu werden, wobei hart arbeiten allein genügt noch nicht einmal. Es muss nämlich auch etwas Bedeutsames dabei herauskommen. Wenn sie sich zwar abmühen, aber dann gerade mal Mittelmaß herauskommt, ist das keineswegs beeindruckend. Um auf den Putz hauen zu können, muss man halt auch aus der Masse herausstechen in irgendeiner Weise, egal ob auf gute oder negative Weise. Mittelmaß ist der Killer der Bewunderung. Männer, denen keine der genannten Strategien gelingt oder die vielleicht zu alt oder zu krank sind, um solche Leistungen zu erbringen, die verlieren ihren Wert schlichtweg. Für den Rest der Gesellschaft treten sie in eine Art Zwischenwelt ein. Zwar physisch anwesend, aber dennoch irgendwie unsichtbar. Ohne dass sie etwas Tolles leisten, sind sie offenbar keines Blickes würdig. Ihre Ansichten erscheinen irrelevant, ihre Wünsche und Träume sekundär und wenn es um das Stärken der Rechte irgendwelcher Menschen geht, können sie sich sicher sein, dass sie nicht gemeint sind. Ihnen scheint das Äußerliche an nichts zu fehlen. Dass die äußere Erscheinung keinen Aufschluss darauf gibt, wie es einer Person tief in sich drin geht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Menschen, die so zur Tapferkeit und Stärke erzogen wurden, die neigen ja dazu, ihre eigenen Sorgen schlichtweg zu verdrängen und erwecken deswegen auch keinen Verdacht. Folglich wendet sich ihnen auch niemand zu und fragt mal nach. Folglich bleiben sie auch da, wo die Herrscher der anderen stecken.
in der Unsichtbarkeit. Obwohl ich von Aufmerksamkeit gesprochen habe, geht es hier doch in Wirklichkeit um die nackte Existenz. Der Beweis dafür, überhaupt da zu sein, Spuren zu hinterlassen, irgendwo dazuzugehören und anerkannt zu werden. Das ist schon eine ganz andere Kragenweite. Da hat die holde Weiblichkeit doch ganz andere Probleme. Durch ihr bloßes Existieren haben sie schon von Grund auf eine viel höhere Relevanz und anstatt dankbar dafür zu sein, können manche von ihnen einfach den Rachen nicht voll genug bekommen. Sie ziehen sich Fummel an, bei denen man nicht genau weiß, ob es die Erregung oder Fremdscham ist, die andere Menschen dazu bringt, sie anzuklotzen. Oder sie bringen andere Menschen dazu, für sie Dinge zu tun, sich um sie zu kümmern oder nach ihnen zu sehen. Sie erzählen über belanglose Ereignisse so, als hätten sie mit wilden Tieren gekämpft und betonen immer wieder, wie schlecht es ihnen geht. Reden ist ihre verbale Standleitung, um konstant Aufmerksamkeit einzuziehen. Fast so, als würden sie sich wie kleine Mädchen aufführen, das ein Grundrecht darauf einfordert, permanent von den Erwachsenen umkreist und versorgt zu werden. Geld! Geld, Hilfe! Ich werde ja krank! Guck doch mal hier, meine Nase! Yvonne, Süßes, das ist ja schrecklich. Ja, wir müssen sofort den Doktor anrufen. Stell dir doch mal vor, vielleicht ist es die Pest. Die quetschen das Mitgefühl aus einem heraus wie aus einer Zitrone. Da lobe ich mir doch das Schweigen. Das will wenigstens nichts von mir. Sowas ist der traurige Verzweiflungsakt einer Person, die nie wirklich was erlitten hat, aber gern versorgt werden würde, als hätte ihr letztes Stündlein geschlagen. Eine traurige Show um nichts. Richtige Kerle machen nichts für ein Gewese. Sie schleppen sich weiter vorwärts, auch wenn es ihnen eigentlich gerade beschissen geht. Wenn die am Boden liegen, dann haben sie echt einen verdammt guten Grund dafür. Ah, die Tugend der Tapferkeit wieder. Das bedeutet aber auch, dass sie sich keine Schonung erlauben dürfen, solange keine Fleischwunde an ihrem Körper klafft oder ihnen eine Gliedmaße abhanden gekommen ist, oder? Na, sonst könnte ja jeder ankommen und herumfaseln, dass es ihm gerade schlecht geht. Und das zählt dann nicht. Wer sich die Frechheit herausnimmt, krank zu Hause im Bett zu verbringen, dem sollte also schon sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen sein oder irgendein Vitalwert den lebensbedrohlichen Bereich anpeilen. Nur sichtbare Erkrankungen zählen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum der landläufig so sehr belächelte tödliche Männerschnupfen immer mit besonders starken, sichtbaren Symptomen einhergeht. Sieht von außen lustig aus, ja, aber ist vielleicht nichts weiter als der Versuch einer Rechtfertigung dafür, sich überhaupt als krank bezeichnen zu dürfen, weil der Satz „Es geht mir schlecht" im eigenen Wortschatz nicht existiert. Na, klingt das immer noch so lustig? Nun, nicht jeder hat die Dreistigkeit, sich einfach selbst etwas zu attestieren, was zufälligerweise niemand von außen nachprüfen kann, nur um sich mit diesem Attest auf die faule Haut zu legen. Irgendwas sagt mir, dass gleich das Wort Gender fallen wird. Ja, diese Gender-Fuzis halten sich wohl für besonders clever und versuchen auch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen durch das, was sie sind. Sie erfinden einfach hunderte verschiedene Bezeichnungen für sexuelle Orientierungen und Identitäten. Praktischerweise alle mit einer quietschbunten Flagge zum Herumwedeln und Feiern ausgestattet. Das alles strotzt nur so vor Irrelevanz. Ja, und dennoch bilden sie sich wer weiß was darauf ein, fordern für sich den Sonderstatus als marginalisierte Minderheit ein, lassen sich medizinisch auf Kosten der Allgemeinheit rund erneuern und erwarten beliebige Sonderbehandlungen. Da werden Wortverbote ausgesprochen und sie bestehen auf ganz bestimmte Pronomen, die sie sich zum Teil auch noch selbst ausgedacht haben, sodass man sich beim Sprechen auf ja nichts anderes als auf sie konzentrieren kann. Und beim leisesten Verstoß dieser rigiden Anforderungen ist gleich von Übergriffen die Rede und dann werden überall Safe Spaces installiert. Das sind die Nebenprodukte der Wohlstandsgesellschaft. Eine Horde verwöhnter Special Snowflakes, die nicht mehr weiß, was echtes Leiden ist, wie man ranklotzt und was gerissen bekommt, aber beim ärmsten Lüftchen sofort dramatisch in sich zusammenschmilzt. Sie üben eine derartige Macht auf das politische Geschehen aus, dass es schon pervers ist. Selbstverständlich nicht, um anderen Menschen irgendwie zu helfen, sondern einzig und allein, um die Welt in ihr persönliches Kinderzimmer zu verwandeln, in dem sie von allen Wehwehchen geschützt sind, während unsereins mit Randthemen wie Altersarmut daherkommt. Ihre Rechtfertigung für all die Sonderrechte ziehen sie allein aus der Behauptung, dass sie ja diskriminierte Minderheiten seien. Diskriminiert aufgrund einer Behauptung, die man nicht von außen überprüfen kann. Wie praktisch. Leute, die sich als Opfer inszenieren. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Das sind die, die nicht genug können, um damit aufzutrumpfen, aber auch nicht attraktiv genug aussehen, um wenigstens auf die alte, sexistische Art die Blicke auf sich zu ziehen. Tun aber so, als hätten sie beides. Mit einem Wort: erbärmlich.
Tja, das war's dann. Das Kapitel über all die Vorrechte, die Frauen und all die anderen innehaben, ohne je thematisiert zu werden. Wann immer der Ausspruch "Check your privileges" gesprochen wird, sind schließlich immer nur weiße Hetero-Cis-Männer gemeint. So als ob die einzigen seien, die irgendwelche Privilegien hätten und Frauen nur Nachteile. Das sind natürlich nur scherenschnittartige Vereinfachungen, aber vielleicht konnte ich etwas herausarbeiten, woher diese Geringschätzigkeit gegenüber weiblich konnotierten Eigenschaften stammen könnte. Sie alle sind Ausdruck eines Lebens, in dem sie versorgt wurden. Sie konnten es sich in der Untätigkeit bequem machen und es dennoch zu etwas bringen. Bei ihnen finden sich demnach Eigenschaften, die auf ihre selbstverschuldete Ohnmacht zurückzuführen sind oder ihren Unwillen verraten, sich selbst zu helfen. Oder die Verhaltensweisen dienen als Hilfsmittel, um andere Menschen dazu zu bringen, für sie zu sorgen oder sie zu retten. Was noch fehlt in der Liste ist dieser offene Frauenhass, der ja bei manchen auch noch anzutreffen ist. Für den ist sicher noch etwas mehr nötig als nur die schlichte Schlussfolgerung, dass Mädchen wie Prinzessinnen behandelt werden und das irgendwie unfair ist. Ich kann natürlich jetzt nur spekulieren. Vielleicht gab es konkrete Übergriffe, Verletzungen, Vernachlässigungen oder Misshandlungen, die betreffende Leute aus den Händen einer Frau erfahren haben, aber nie zur Anklage brachten. Vielleicht aus Scham. Ein Mann, der Opfer eines Übergriffs durch eine Frau geworden ist. Männer sind doch die starken, Überlegenen. Wie sollte eine Frau ihn überwältigen können? Aber die Logik funktioniert natürlich nur, solange beide etwa gleich alt sind und solange wir ausschließlich von körperlichen Übergriffen sprechen. Study hard and you will be rewarded. Fail to do so and the consequences may be severe. Aber vielleicht entspringt der Hass auch aus einer Angst heraus. Moderne, emanzipierte Frauen übernehmen immer mehr Bereiche, die einst erklärtes männliches Territorium waren. Immer weniger bleibt übrig, womit sich die Männer eindeutig abgrenzen können. Ja, mehr noch, die Fähigkeiten und die Stärken der Frauen werden teilweise schon über die der Männer gehoben. Sie bekommen für dieselbe Leistung eine Extraportion Beifall. Einfach nur, weil sie es als Frauen geschafft haben, dahin zu kommen. Fast so, als könnten sie alles, was Männer einst gemacht haben, selbst übernehmen und sie darin auch noch übertrumpfen. Aber das waren jetzt nur Spekulationen. Das gilt übrigens für das gesamte Video hier. Schließlich können die Hintergründe auch ganz anders aussehen und auf die meisten Menschen trifft sicher nur ein bisschen was von dem zu, was ich in den letzten Videos so erzählt habe. All diese Dinge sind aber allein die Resultate aus Erziehung und gesellschaftlichem Klima. Eine Erziehung, die eben für Mädchen und Jungen unterschiedliche Tugenden hochgehalten hat. Von körperlichen Unterschieden war derweil nicht einmal die Rede. Die Erziehung allein reicht schon, um zu diesen Schlussfolgerungen zu gelangen. Da braucht man die körperlichen Begleitumstände gar nicht. Aber natürlich lassen sich genau diese Begleitumstände super heranziehen, um zu zeigen, dass Frauen und Männer natürlich völlig verschieden sind. Und da sind wir nochmal bei der Toxizität. Also toxisch im Sinne von giftig sind diese Überzeugungen erst dann, wenn sie Leid zufügen. Wer sich nicht für Seifenopern begeistern kann, weil die da drin einfach zu viel labern und ihm das auf die Nerven geht, der ist deswegen nicht gleich toxisch. Aber etwas anderes ist das, wenn jemand die eigenen Ideale und Strategien idealisiert und alle anderen Strategien entwertet. Zusammen mit den Menschen, die diese Strategien nutzen. Männern und Jungs wird dann pauschal geraten, wenn du ein richtiger Mann sein willst, dann musst du dies und das genau so und so machen. Ansonsten bist du nur ein Weichei. Das bringt natürlich den anderen Menschen Leid, die von dieser Abwertung getroffen werden. Gleichzeitig bringt diese Strategie aber auch Leid bei den betreffenden Personen selbst. Oder meint ihr, eine feindselige, urteilende Lebensphilosophie, wie wenn man konstant auf feindlichem Terrain lebt, verspricht Spaß zu bringen? Denkt ihr, all diese Verurteilungen, die ihr in den vergangenen Videos so gehört habt, die verstummen, sobald es kein externes Ziel gibt, auf das sie sich stürzen können? You know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a robe. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? You see a lot, Doctor. But are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? What about it? Why don't you look at yourself and write down what you see?
Nicht zuletzt ist es das harsche, voreingenommene Weltbild davon, wie Männer und wie Frauen zu sein haben, was diese blutende Wunde im tiefsten Inneren der Leute erst gerissen hat. Ein Bild, was die Menschen in genau 2 Gruppen teilt. In Täter und Opfer, in Retter und Gerettete, in diejenigen, die geben und diejenigen, die nehmen, in Versorger und Versorgter, in Verehrer und Angebetete, in Zuhörer und Redende. Die eine Gruppe, das sind die Frauen, um die wird sich gekümmert. Die haben's gut. Und die andere Gruppe, das sind eben die Männer, die sich abrackern müssen. Die haben's schwer. Und aus dem Grund müssen sie für dieses entbehrungsreiche Leben voller Leid von Anfang an abgehärtet werden. Keine Schwäche zeigen, immer Herr der Lage sein. Das Leben ist schließlich kein Ponyhof. So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt aus der Perspektive der Männer. Zeit für einen Perspektivwechsel rüber auf die weibliche Seite, oder? Ich denke, damit werde ich mich jetzt in den kommenden Videos beschäftigen, aber ich hoffe, die bisherigen Videos waren spannend für euch und ich verbleibe euch bis zum nächsten Mal mit mentalisierenden Grüßen. Euer Kater Schnutz. Executing, shaking no sets, and now I'm breaking no hex. I'm taking no bets. Move on bets. Who want the drum next? You won't stink. We got the bigger bang.